Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Heute soll es nochmal um den 30-Stunden-Stream gehen, den wir geplant haben. Am Samstag zwischen 15 und 16 Uhr starten wir ja. Und da wir einige Programmpunkte auf der Agenda haben, möchte ich euch heute nochmal diese in einem zeitlichen Ablauf präsentieren, denn natürlich kann nicht immer jeder zu jeder Zeit am Start sein und vielleicht möchte der ein oder andere bestimmte Punkte dann davon auch sehen, bestimmte Highlights sich anschauen und wann diese dann ungefähr stattfinden. Das habe ich euch heute nochmal so aufgelistet. Und ein Punkt, der mich auch sehr gefreut hat, der kam jetzt tatsächlich spontan dazu. Und zwar wird am Sonntag um 18 Uhr, das ist dann quasi so gegen Ende des 30-Stunden-Streams, wird Nisa zu uns als zusätzlicher Gast in den Stream kommen und wir werden unseren ersten Crossover-Stream sozusagen haben. Ja, sie wird streamen. Ich bin auch noch live zu dem Zeitpunkt und wird sich zu mir in den Stream gesellen. Und dann werden wir versuchen, zusammen einen Zero Death Run im Legendary Dungeon zu erreichen. Sie hat bisher noch keinen geschafft und ja, deswegen war von meiner Seite aus der Vorschlag, man könnte ja so einen Stream mal zusammen machen und genau, da hatte sie auf jeden Fall auch dann Bock drauf gehabt und deswegen wird am Sonntag um 18 Uhr 3 Stunden lang werden wir dort mit Nisa zusammen streamen und ich werde sie versuchen, durch den Legendary Dungeon so ein bisschen durchzucoachen und einen Zero Death Run dann eben für sie zu holen, beziehungsweise ihr dann so meine Tipps und Tricks dann auch mit live in dem Stream auf dem Weg zu geben. Ja, das wird auch wieder eine Challenge werden. 3 Stunden werden wir versuchen, solange, werden wir wahrscheinlich vielleicht irgendwie so einen Countdown oder sowas oder einen bestimmten Zeitpunkt auswählen und dann werden wir dort auf unseren Kanälen eine Kanalwette quasi eingehen, ob Nisa es schafft, in den 3 Stunden einen Zero Death Run mit meiner Hilfe zu erreichen oder halt eben nicht. Da könnt ihr sehr gerne dabei sein. Ich denke mal, das wird auch sehr cooler, spannender Content werden. Und das wird definitiv ganz cool. Hier habe ich nochmal das Thumbnail für euch, die Zero Death Run Challenge. Und das wird definitiv eine coole Sache. Freue ich mich sehr drauf. Und bin ich auch sehr happy, dass das so spontan zustande gekommen ist. Dieser Crossover-Stream sozusagen. Und mal gucken, ob sie es schaffen wird oder nicht. Werden wir sehen. Und genau, ansonsten hier nochmal mein 30-Stunden-Streaming-Plan für den Samstag/Sonntag. Also nochmal so für alle zum Verständnis, wann was ungefähr stattfinden wird. Am Samstag zwischen 15 und 16 Uhr, ungefähr da ist dann der Start vom 30-Stunden-Special-Stream. Danach werden wir zeitnah nach dem Start mit Capso die Zero Death Run Challenge bestreiten. Ja, also hier nochmal zur Erklärung ganz kurz. Einer von uns beiden muss zuerst 3 Zero Death Runs erreichen. Derjenige, der schneller ist, diese 3 Zero Death Runs zu bekommen, der hat quasi diese Challenge gemeistert, ist der Sieger. Und der Verlierer muss dann ein Video auf Englisch machen, auf seinen Kanal, was mindestens 10 Minuten gehen muss. Ja, das ist die Challenge und die Bestrafung für den Verlierer. Und mal gucken, wie lange das dauern wird. Da habe ich hingeschrieben, ist Open End, weil kann sich natürlich hinziehen, das Ganze, kann natürlich aber auch relativ schnell gehen. Wenn wir irgendwie 2, 3 Stück hintereinander so mäßig holen, Zero Death Runs, dann ist die Challenge ganz schnell vorbei. Ja, im Anschluss, danach, wenn die Challenge geschafft worden ist, können wir noch nicht sagen ganz genau, wann das ist, aber wir starten ja so ungefähr um die Zeit, wird im Anschluss dann Chris hier vorbeikommen und der wird mit uns dann das komplette Nachtprogramm dann übernehmen. Ja, dann werden wir dann, ich denke mal, so ein bisschen aus dem Call rausgehen mit Capso und dann vielleicht später wieder reingehen. Solange ist dann Chris hier vor Ort am Start und wird mit uns dann die schwierigen Stunden, sag ich mal, dann überbrücken. Ja, je nachdem, wie lange diese Zero Death Run Challenge geht, danach ist er dann hier am Start und ist bis Sonntag, also bis zum nächsten Tag um 10 Uhr bei uns. Ja, das hat das komplette Nacht durchgemacht und die schweren Stunden dann geschafft. Um 10 Uhr geht es dann bestimmt auch schon wieder einigermaßen klar. Ja, und bis dahin ist dann der Chris am Start.
Danach verlässt er uns wieder und dann haben wir von 10 bis 18 Uhr Zeit, weitere Zero Death Runs live im Stream hier zu ergrinden. Das ist ja auch meine persönliche Challenge über den ganzen Stream verteilt, so viele Zero Death Runs wie möglich zu bekommen. Und da werden wir, denke ich mal, mit Gästen, das ist dann spontan, wer denn da alles mit dabei ist, ja, ob es irgendwie ein paar Zuschauer, Mods, oder andere Creator sind oder halt eben mit Capso wieder weitere Runs dann durchballern, denn ich weiß nämlich noch nicht, ob Capso auch die 30 Stunden durchzieht oder nicht. Das müssen wir dann spontan sehen, ja, aber ich bin natürlich dann am Start. So, ne? Also wie gesagt, dann von 10 bis 18 Uhr gibt es dann ja, Only Zero Death Runs dann mit Gästen und um 18 Uhr startet dann die Challenge mit Nisa, die geht dann 3 Stunden, ja, also bis circa ungefähr 21 Uhr streamen wir dann mit Nisa zusammen und werden dann versuchen halt eben für sie einen Zero Death Run zu bekommen, live im Stream, und dann ist so circa gegen 22 Uhr ist dann Ende des 30-Stunden-Streams, dann um 22 Uhr haben wir die 30 Stunden geschafft, ja, je nachdem, wann wir hier zwischen 15 und 16 Uhr live sind, ja, sind wir dann auch so ungefähr zwischen 22 Uhr 30 ungefähr dann mit den 30 Stunden am Ende. Und zusätzlich habe ich hier als Info nochmal unten hingeschrieben, gibt es im Stream ein Holy Starter Set zu gewinnen. Das wird es exklusiv im Stream zu verlosen geben, was ich irgendwann spontan verlosen werde, und zusätzlich zu dem Starter-Set gibt es alle 2 Stunden einen Pilzcode bei mir im Stream zu gewinnen. Ja, also wenn wir 16 Uhr starten, dann gibt es um 18 Uhr einen Code, 22, ihr checkt. Und ja, das sind dann insgesamt 15 Codes, weil der Stream 30 Stunden geht, haben wir 15 Stück, alle 2 Stunden, passt. Ja, also von daher lohnt es sich auch, einzuschalten, alleine schon für die krassen Giveaways. Aber ich denke mal, das ist mit Abstand, ja, das meiste, was man so an Content in einem Stream einbauen kann, und das wird full sein, also gefüllt. Die 30 Stunden werden so gefüllt sein mit diesem Content. Also ja, das wird wirklich sehr interessant. Ich hoffe nur, dass ich das einigermaßen gut durchstehe. Ja, also diese 30 Stunden ist halt wirklich dauerhaft präsent. Ich bin nicht schlafen zwischendurch, oder Chris und ich wechseln uns ab in der Nacht beim Stream mit so Schlafen und Streamen und so. Das gibt's nicht. Ich werde da die ganze Zeit online sein und die ganze Zeit wach sein. Deswegen, ja, freue ich mich auf jeden Fall, wenn ihr da auch am Start seid und mich da so ein bisschen mit motiviert, vielleicht noch wach zu bleiben oder durchzuhalten und so weiter und so fort, dass wir dann die 30 Stunden auch wirklich dann zusammen schaffen werden. Aber ich bin da sehr optimistisch. Dadurch, dass es eigentlich die ganze Zeit was zu tun gibt, denke ich mal, ja, wird die Zeit, glaube ich, ein bisschen schneller vergehen, als man sich das so vorstellen kann. Weil gestern und vorgestern waren wir auch schon jeweils 8 Stunden live gewesen, und da verging die Zeit wirklich wie im Fluge. Und deswegen, ja, ich meine, es waren zwar nur 8 Stunden, aber wenn ja die restlichen Stunden auch so schnell vergehen wie diese, ja, insgesamt 16 Stunden, die wir dort gemacht haben, dann bin ich da eigentlich relativ zuversichtlich, dass wir das auch hinkriegen. Ne? Deswegen, ja, schaltet da auf jeden Fall ein, je nachdem, wie ihr halt eben Zeit mitbringen könnt, ne? Es ist ja auch das Osterwochenende, deswegen ist natürlich klar, dass wahrscheinlich auch viele mit der Family oder so dann unterwegs sind. Das ist ja auch selbstverständlich, ne? Ob es denn erst dann zur Challenge ist mit Nisa oder mit der Challenge mit Capso oder im Nachtprogramm mit Chris, ne? Wir haben auf jeden Fall sehr, sehr viele Gäste und sehr, sehr, sehr viel Content für wirklich jedermann geplant, und da könnt ihr dann je nach Belieben und wie ihr halt eben Zeit habt, einschalten. Vielleicht gibt es auch den einen oder anderen, der auch mit durchziehen will. Ja, das ist natürlich auch wirklich sehr, sehr willkommen. Ne? Das feiere ich natürlich auch sehr. Und ja, ist aber natürlich verständlich, dass das wahrscheinlich die wenigsten bis fast gar keiner machen wird. Ne? Muss man ja verrückt sein, ne? um sowas zu machen. Ja, aber das wird definitiv sehr cool. Freue ich mich sehr drauf. Sehr viel cooler Content. Und ja, ich hoffe mal, ihr seid da auf jeden Fall alle mit am Start. Es wird schwer,
muss ich ganz ehrlich sagen, es wird schwer, so eine Art Highlight-Video oder sowas davon irgendwie hochzuladen auf YouTube, weil du natürlich keine 30 Stunden irgendwie so in ein Video packen kannst. Selbst wenn man es in mehrere Videos packt, ist es wirklich schwierig, diese große Datei, die sie ja ist auf Twitch, in überhaupt irgendwo einzulesen. Also mein Aufnahmeprogramm hat ja schon Schwierigkeiten, wenn ich da irgendwie 5, 6 Stunden Streams oder sowas einlese, das wird schon schwer. Und bei 30 Stunden ist das Ding eigentlich GG, over. Ich werde wahrscheinlich vielleicht, wenn es sich ergibt, so ein paar Segmente aus dem Stream rausnehmen und auf YouTube nachträglich hochladen. Aber da ist jetzt wirklich nichts in Stein gemeißelt, so, ne? Deswegen, ja, wäre es auf jeden Fall cool, wenn ihr es schafft, dabei zu sein, ne? Genau, ansonsten soll es das soweit dazu gewesen sein. Ja, ihr kennt den Ablauf, ihr wisst, wann ihr einschalten könnt, wann es sich vielleicht mehr oder weniger für euch lohnt. So, aber es lohnt sich eigentlich schon die ganze Zeit. Ich freue mich extrem drauf auf Samstag. Ja, bin da sehr gehypt und da werden wir dann auch den größten Teil der Runs dann wirklich machen. Das, was wir bisher jetzt hier gemacht haben in den Streams, war wirklich nur so ein leichtes Vorgeplänkel und der größte Teil wird dann wirklich in den 30 Stunden dann erledigt werden, ne? Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Wenn euch der Content gefällt, lasst gerne eine Bewertung und einen Kommentar dazu da. Würde mich sehr freuen. Bis dahin alles Gute. Haut rein und bis zum nächsten Mal.